Wir haben bei diesem Layout ein bisschen ein Problem, weil dieser Stein sehr überhängend ist. Das heißt, unter dem Stein wird uns wenig Licht zu den Pflanzen gelangen. Deswegen setzen wir unterm Stein eher Pflanzen, die nicht so lichthungrig sind. Dazu verwende ich jetzt die Marsilea crenata. Ist eine kleeartige Pflanze, kann man sagen, die wirklich nicht hoch wird, also auch nur so um die 2 cm, 3 cm maximal, eher sogar kleiner. Hier in der Ameisenform, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber da hat sie eben diese kleeartigen Blätter. Unter Wasser bildet die Pflanze aber nur runde Blätter aus. Das Interessante bei dieser Pflanze ist, sie wächst eher langsam und gedeiht auch in Aquarien ohne CO2. Prinzipiell würde ich allen Aquascapern empfehlen, unbedingt eine CO2-Anlage zu verwenden. Die Pflanzen wachsen dadurch viel schöner, kompakter, schneller und sehr viele Pflanzenarten brauchen unbedingt CO2, um überhaupt wachsen zu können. Das heißt, wenn ihr jetzt ein normales Aquarium zu Hause stehen habt, ohne CO2-Anlage, ein gutes Licht und, dann hilft das nicht viel weiter bei manchen Pflanzensorten. Gerade das Marsilea crenata neigt dazu, am Anfang ziemlich zu verschwinden. Also die Erfahrung habe ich öfters gemacht, dass teilweise die Pflanzen verfaulen. Das ist aber ganz normal, weil solange noch grüne, feste Stängel überbleiben, wird die wieder austreiben und dann den Bodengrund bedecken. Also da dürft ihr euch da nicht erschrecken beim frischen Aquarium, wenn da erst einmal ein paar Pflanzenteile absterben. Als nächstes möchte ich euch die Pflanze Elanthine hydropiper vorstellen. Ist eine Pflanze, die extrem selten im Handel zu bekommen ist. Tropica vertreibt diese Pflanze, ist jetzt von meiner Seite aus die einzig bekannte Firma, kann sein, dass andere Firmen die auch haben, aber ich kenne die Elanthine hydropiper nur von Tropica. Ist eher eine anspruchsvolle Pflanze, das heißt nur für erfahrene Aquascaper, also sie braucht auf jeden Fall sehr viel CO2, sehr viel Licht. Das Interessante bei der Pflanze ist, dass sie so ziemlich die kleinsten Blätter überhaupt ausbildet, also als Bodendecker jetzt gesehen. Wird auch nicht hoch und kann man als würdige Alternative zum altbekannten Hemianthus verwenden. Wichtig bei solchen Pflanzen ist, dass diese extrem fluten. Das heißt, sobald, also man sieht es die Pflanzen schwimmen, sobald jetzt die Beleuchtung an ist und die Pflanzen beginnen Sauerstoff zu produzieren, schwimmen die halt extrem schnell hoch. Deswegen, das gilt jetzt auch für Hemianthus und gerade für Pflanzen wie Utricularia zum Beispiel, deswegen die Pflanzen sehr tief in den Boden drücken. Es macht überhaupt nichts, wenn ihr am Anfang von den Pflanzen nichts seht. Also ihr müsst die am Anfang nicht sehen, es reicht, wenn da ein bisschen grün rausschaut, die Pflanzen kommen von alleine. Wir haben ja zuerst von den Kleberesten gesprochen, die man auf die Steine noch sieht, also das schwarze Silikon vom JBL Haru. Im vorderen Bereich möchte ich den mit Whippingmoos verkleben. Whippingmoos ist eine wunderschöne Pflanze, die eine hängenden Wuchsform hat, also ein Moos, was hängend runterwächst. So trauerartenweidig sagt man dazu. Und das wird sich in den Layout sicher gut machen, wenn hier das Moos den Stein etwas überdeckt. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viele Pflanzen verwendet, weil die wuchern schon ziemlich stark und sonst muss man halt permanent dann zurückschneiden. Es sollten aber auch nicht zu wenige sein, weil sonst braucht es ewig lang, bis das Hardscape die Wirkung entfaltet. Ein kleiner Tipp, das Whippingmoos zuerst klein schneiden. Warum machen wir das? Das gilt für fast alle Moose, dass man die zuerst klein schneiden sollte, weil die wachsen einfach schöner und kompakter an. Also wenn ich die jetzt nur so aufkleben würde, hätte man überall diese einzelnen Fäden weghängen. Und wenn ich das jetzt wirklich mit der Schere schön klein schneide, keine Sorge, kann man nicht kaputt machen, das Moos, dann wächst es einfach viel kompakter und schöner. Das machen wir jetzt gleich. Ich rolle da gern so ein längeres Würstel draus und schneide das dann so alle 5 bis 10 mm ab.
Um das Moos zu fixieren, verwenden wir den JBL Haru. Achtung, wenn der Kleber auf die Finger kommt, bleibt er halt einfach bicken. Also so wie bei einem Superkleber dauert das dann ein paar Tage, bis sich der Kleber dann wieder ablöst. Mich persönlich stört das nicht. Viele andere Aquascaper verwenden so Einweghandschuhe, um zu kleben. Wir nehmen jetzt einfach etwas von unserem geschnittenen Moos, so zwischen die Finger. Dann kommen da ein paar Tupfen Kleber drauf. Und das fixieren wir dann einfach an die Stellen, wo wir es haben möchten. Das Interessante bei den Kleber ist, den können Sie sogar unter Wasser verwenden, über Wasser, ganz egal. Für die Tiere und Pflanzen ist er immer ungefährlich. Es gibt wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel das Korallenmoos, das wir später verwenden. Das sollten wir mit dem Kleber etwas sparen. Das vertragt den frischen Kleber nicht so gut, aber in der Regel ist er komplett ungefährlich für die Pflanzen. Ihr seht frisch aufgeklebt, schaut das noch nicht so toll aus, aber sobald das Moos dann zum Austreiben beginnt und das Ganze überwuchert, wirkt es einfach voll natürlich. Okay, als nächstes verwende ich das Hemianthus, das Kuba-Perlkraut mit deutschen Namen. Ist eine sehr interessante Pflanze, weil die kann man aufkleben wie ein Moos oder auch einfach in den Bodengrund reinsetzen, wie die meisten anderen Pflanzen auch. Und solange sie die richtigen Licht-, CO2- und Düngeverhältnisse hat, wird die Pflanze immer wachsen und recht rasch wachsen. Diese Pflanze, das Hemianthus, möchte ich jetzt hier zwischen die Spalten reinsetzen, also eher im unteren Bereich. Hier zum Beispiel auf der Filtermatte, die ich zuerst verwendet habe, dass das Sohl nicht rausrutscht. Das wird jetzt alles mit Hemianthus überklebt. Beim Bekleben können wir doch etwas größere Portionen hernehmen als beim im Boden setzen, weil wir sowieso ankleben, kann sie auch nicht aufschwimmen. So, eventuell brauchen wir später noch etwas Hemianthus. Aber jetzt kommen wir gleich zu meinem Lieblingsmoos, das ist das Korallenmoos. Das Korallenmoos wächst nicht sonderlich schnell, das ist auch der Grund, warum die Pflanze im Handel etwas teurer ist. Aber auch vom Aussehen her ist sie einfach genial. Also wir jetzt sehen, frisch aufgeklebt schaut es noch nicht gut aus, aber wenn wir dann später noch mehr Fotos von dem Aquarium zeigen in angewachsenen Zustand, werdet ihr sehen, was die Pflanze alles drauf hat. Wichtig, wie gesagt, beim Korallenmoos ist nicht allzu viel Kleber zu verwenden. Das heißt, ich gebe hier nur vorsichtig ein paar Tupfen drauf, dass es nicht hochschwimmen kann. Und pflanzt die eher im hinteren Bereich. Die Pflanze hat eine sehr feine Struktur und das gibt uns dann wieder etwas Tiefenwirkung. Viel mehr Moos würde ich jetzt gar nicht nehmen, weil sonst geht einfach die Struktur vom Stein schnell verloren. Jetzt fehlt nur noch Wasser.